So, weiter geht's mit unserem List. Okay. Also List. Das kann ich ruhig einmal länger machen. Gut, jetzt sehe ich da nichts mehr. Aber das reicht da so. 3, 2, 1. Sitzung. Die stimmt aber soweit. Ja. Using the list length, subtraction, and list item components, we can determine and collect the appropriate verdict. Das war das. Coordinates. In practice, this means that we will create a group of coordinates that consist of all the primary vertexes of the 4 mal. Copy. V. So, und die hat er jetzt alle mit den Vertices verbunden. Und zwar mit der List. List und List. Ich hasse das, wenn man die Pfeile nicht sieht. So, wo was hingeht. Das ist übersichtlicher. The decomposed rectangles. Another group will collect the secondary vertexes, and so on. As a result, das erste geht dann auf den Index. Das Result auf den Index, der Result auf den Index und der Result auf den Index. Auch da wieder. Ich möchte es gerne ein bisschen übersichtlicher haben. Okay, da kennt man sie aus. Result, we create 4 different groups of point coordinates. Gut, das Prävier tut er gleich weg. Der mag gleich. Once the vertex groups are available, we'll load these 4 groups to the 4 point surface component. 1, 2. This creates triangular surfaces out of the vertexes. Please note that the triangular surfaces have now been created and are visible in the perspective view of Rhinoceros. Item A. Corner B. Corner C. Ist klar, haben wir da. Copy. V. So. Da haben wir den Corner C, den Corner B und das ist jetzt schwer zu sagen.
Aber es schaut schon mal ziemlich richtig aus. Da haben wir 3, da haben wir 3. Das schaut aus, als wenn das da durchgehen könnte, aber das ist, glaube ich, falsch. Schauen wir nochmal. The original free note that the triangular surfaces have now been created and are visible in the perspective view of Rhinoceros. Okay, stimmt. The original Da hat man jetzt gesehen, wie das mit dem verbunden ist und mit dem und mit dem. Okay, schaut da auch richtig aus. freeform surface created in Rhinoceros and Grasshopper is now triangulated. Das heißt, das war jetzt die. Ah ja, okay, das schaut dann anders aus. All we need to do is to adjust the desired number slider in Grasshopper to increase the number. Kann ruhig mal so viel sein, passt. Schaut ja ganz gut aus. Witzig, dass er da springt. Tack. Aber wenn ich rauskomme, okay. So sieht man es ganz gut, wenn das ein bisschen spiegelt. Gut. Number of triangular surfaces in Rhinoceros. We'll transfer the new triangulated surface to Archicad with the help of morph components. Das heißt hier Fenster, Paletten, Datasmith, okay, und hier Archicad Connection Palette, da ist die Start Connection. Okay, dürfte hinhauen. Let's display the Grasshopper connection palette in Archicad and start the bidirectional live connection. The morph elements generated by morph components in Archicad are full-fledged BIM elements. First, we will convert the triangular surfaces created earlier to mesh type data. Archicad Design und hier haben wir das Morph. Gehen wir mal rein. We'll do the conversion with the help of the morph component and the simple mesh component in Grasshopper. As a result, we'll create a mesh with the minimum amount of polygons possible. Now we'll add the single mesh component to the Grasshopper project. Then So, schauen wir nochmal ganz kurz zurück. Mesh. Das war zu viel. result, we'll create a mesh with the minimum amount of polygons possible. Simple. Now we'll add the single mesh component. To the Grasshopper project. Then we'll connect the simple mesh with the Archicad morph component in Grasshopper, and the triangular elements are instantly visible in the 3D view of Archicad. Da passiert was. Let's repeat the same steps with the Fortfahren. Da ist es. Schaut ja nicht blöd aus. Gut. Das heißt, Copy, Steuerung V. Die ist allerdings jetzt mit dem. Copy, Steuerung V. Und das mit dem. So, jetzt haben wir das Ganze. Da kann man jetzt sicher diese Dinger dann irgendwie rausholen und Träger dranhängen. Aber egal. other set of triangular surfaces as well.
Please note that mesh or curve grasshopper components can be transferred to Archicad as morph elements. Now the entire freeform surface, combined using triangles, is visible in Archicad. We may also change the overall shape of the surface. Let's switch to Rhinoceros and modify any of the initial freeform curves we used to create the surface. Please note that all changes made to the Rhino model are quickly visible in Archicad. The grasshopper components will use the modified curve geometry, and this will also be instantly translated to the BIM environment as native Archicad morph building elements. Let's now select one of the morph generating components in Grasshopper. Please note that the corresponding triangles in the Archicad 3D view are also selected. Now we'll show you how to change an element setting, such as the material of the selected panels. The Grasshopper Archicad Live. Wie kann ich mal schauen? Doppelt. So. Ja, das ist interessant. Das geht natürlich dann auch. Aufsicht. Ui. Das heißt, es muss nicht parallel zueinander sein und es kann auch geschwungen sein. Das ist toll. Ja. Schaut super aus. Damit kann man was anfangen. So, jetzt geht es um die Layer und so weiter noch, gell? Können wir machen. So, gehen wir wieder runter. Parameters für Morphs. Achso, ne? Collection. Weg damit. Settings. Besser. Morphs. Building Material und Layer. Home Story ist noch interessant. Und Morph Settings. So, Archicad. Building Material. Building Material. Und zwar Glas. Normalglas. Wie ist das, wenn ich es anders aufbaue? Kann man das anders aufbauen? Nein, kann man nicht. Okay. Home Story. Das heißt, ich brauche dann wieder einen Number Slider, wenn ich das mache. Mit Home Story -3 5. Okay. One Runtime Error. Okay, das kann weg. Da muss ich mir von Archicad wirklich die Layer Parameters. Das muss schon da sein.
Das passt besser. Und den Layer kann ich mir auch holen. Layer. Dachelemente. Das ist jetzt alles zu, ist klar. Dachkonstruktionsmassiv. Hat alles gemacht. Das schaut gut aus. Was kommt noch? Connection can not only generate new elements in Archicad, but it also enables us to control the most important element parameters as Gut. Building Material haben wir schon gehabt. Layer haben wir gemacht. Halt, das war. In this video clip, we'll input node through another instructions. We can do this by activating the edit, locking, Können wir nochmal anschauen. Archicad. Bearbeiten. Elementsperren. Okay, da wär's. Okay, damit habe ich das Ganze nachvollzogen. Es hat funktioniert und ich habe gelernt, wie man zwei Dinge an eine Luft anhängen kann. Das müsste ich dann später an Mac auch probieren.